So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder zurück auf dem Kanal Computersachen. Herzlich willkommen. Und zu dem Installationsvideo von Immich, das ich euch als letztes Video ja auch zur Verfügung gestellt habe, seht ihr hier auch hier rechts im Bild. Hiermit installieren die perfekte Google-Foto-Alternative. Fotos sind was Wertvolles, was Wichtiges. Urgroßoma, wo man einfach keine Bilder mehr anders hat oder sowas. Also man hat die heute alle im Computer, EDV-technisch, auf dem Handy. Und irgendwie muss man die Dinger mal dann irgendwann vom Handy runterbringen. Google meldet dich zu, dein Speicher ist voll. Das liegt meistens an Fotos und Videos. Immich bietet dir die Möglichkeit, hier deine ganzen Sachen da reinzuschubsen und dann aus dem Online-Store von Google rauszulöschen. Und mal ganz ehrlich, viele Sachen zeigt man schon seit langem nicht mehr auf seinem Handy, die Bilder, weil sie auch keiner sehen will. Aber man hat sie gern als persönliche Erinnerung und das ist einfach wichtig, weil sie uns doch ein bisschen definieren, was wir erlebt haben und es in der heutigen Zeit beweisen, dass das echt ist und nicht KI gebastelt. Ich habe mich bei der Image-Sicherung jetzt dafür entschieden, machen wir noch was anderes vorweg. Einer der Kommentare beim letzten Video war einfach, dass man das vielleicht doch Image oder sowas ausspricht. Ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ich habe mir auch das Bild nicht schlau gemacht, also mit Programmnamen richtig aussprechen, da muss ich jetzt wirklich sagen, seid ihr bei mir an der falschen Stelle. Für mich ist es einfach Immich, nachsichtig, wenn es nicht stimmt, ist so. Gut, Immich hat sicherungseigene Backup-Funktionen, also Funktionen, die dir quasi deine Sicherung erledigen. Ich habe das Ganze analysiert und bin darauf gekommen, dass die Fotos nicht mitgesichert werden. Die Fotos, viele glauben, die Fotos sind in der SQL-Datenbank gespeichert. Den Zahn, den ziehe ich euch gleich mal. Die Fotos werden nicht in einer Datenbank gesichert. Das gleiche habt ihr zum Beispiel auch bei WordPress oder bei Paperless. Da sind die Dokumente und die Fotos auch in einem Ordner abgelegt und in der Datenbank nur verknüpft. Das heißt, wenn du jetzt die ähnliche Datensicherung hernimmst und du sicherst schön auf deine Datenbank, deine Festplatte raucht dir ab, du stellst dein ähnliche wieder her, spielst deine Datensicherung ein, dann hast du eine Datenbank, aber keine Bilder. Ja, das ist dann Pech. Dann ist nämlich das Zeug weg. Darum habe ich mich entschieden, ich mache mir ein Skript dazu. Das stelle ich euch vor. Das könnt ihr euch dann runterkopieren und anpassen. So kannst du Immich automatisch sichern. Das ist eine Skriptsicherung. Vollautomatisch konfigurieren wir täglich, wöchentlich, monatlich oder gar nicht. Gar nicht würde natürlich wieder keinen Sinn ergeben, weil dann bräuchtest du es nicht einrichten. Dann haben wir hier erst einmal dazu Medien, deine Originaldateien. Nein. Integriert Backups? Nein. Also Skript macht das, integriertes Backup, macht die Datenbankdumps, aber nein zu den Fotos. Die goldene Regel ist, um Codelinks, also das hat ein Sicherungsprinzip, um jetzt falsche Links nicht in die Datenbank reinzubekommen, erst die Datenbank sichern und dann die Fotos. Der normale sterbliche Privatanwender wie du und ich, wenn wir uns ganz einig sein, ist es wahrscheinlich egal, weil in der Zeit, wo wir sichern, spielen wir nichts ein, weil die Ehefrau macht das nicht und das Kind wahrscheinlich auch nicht. Was haben sie für eine tolle Familie. Ist egal, Hauptsache wir haben Fotos und können sie jedem zeigen. Ich habe ein bisschen meinen sarkastischen, aber ist okay. Lassen wir mal so stehen. Wir verwenden AirSync. Und zwar unter Linux-Variante. Du könntest dir jetzt natürlich AirSync für Windows installieren und die Konfigurationsdatei anpassen hier. Nein, das ist nicht das Skript. Das komplette Skript ist hier. Das ist jetzt auf Linux ausgelegt. Du könntest natürlich das gleiche Basis jetzt Windows basteln und könntest es dann unter Task Scheduler ausführen lassen. Auf dieses Thema gehen wir nicht ein, da diese Sicherungen teilweise nicht richtig funktionieren. Fallen wir wieder aus und starten sie nicht. Wir machen das unter Linux im WSL, beziehungsweise wenn du Linux hast, dann hast du ein Docker darunter laufen, dann direkt unter Linux, weil das einfach die sinnvollste und beste Lösung ist. Es läuft auch am stabilsten und es läuft schneller. Die Windows-Variante dauert länger. Ich hatte ein Skript so geschrieben, das habe ich auch irgendwo, könnte ich jetzt theoretisch natürlich hier mit verlinken, aber macht keinen Sinn, weil es bescheuert ist, wenn ich einen Linux-Container laufen habe, also einen Container im WSL unter Linux oder unter Linux direkt und dann eine Windows-Komponente installiere, dass ich dann einen Linux-Container aus Docker backuppe. Das ist sinnlos. Dann kannst du es gleich lassen. Installation von AirSync unter Linux oder im WSL. Du würdest also quasi ein Terminal aufmachen, dann WSL eingeben und in das
Windows Linux Subsystem zu kommen und da kannst du das genauso installieren. Ist hier beschrieben, das sind deine Befehle dazu. Sudo apt-update solltest du immer wieder mal machen, bevor du auch was installierst. Und sudo apt-install rsync. Das Bindestrich-J besagt eigentlich nur, dass er nicht eine Bestätigung dafür haben will, das wird einfach unterdrückt. Danach kannst du mit rsync-Version prüfen, ob das funktioniert hat. Und damit verfügen wir schon mal über die Kernkomponente, die wir brauchen, um mit rsync unsere Sicherung durchzuführen. rsync-Sicherung bezieht sich nur auf die Fotos, ich möchte jetzt noch betonen. Die Datenbank sichern wir, wie es auch Image selber machen würde, mit einem SQL-Dump. Kommt aber alles noch. Die Skriptbeschreibung. Das Skript liegt im Verzeichnis, wo auch deine Docker Compose für Image liegt. Schauen wir doch mal ganz kurz rüber. So, gut, dann schauen wir das mal ganz kurz auf einer laufenden Maschine an. Ich bin hier in meinem Visual Edit, das habe ich halt so benannt, und dann in meinem Verzeichnis Image, wo mein Image drin liegt. Da habe ich dann das Datenbankverzeichnis. Also ich arbeite nicht mit System Volumes, ich arbeite mit Mount Points, weil ich das bevorzuge. Ist aber jedermanns Sache, ob er ein Mount Point haben will oder ein Docker Volume. Wie gesagt, das kannst du dir aussuchen. Bei Konfiguration der Pfade kannst du das dann auch entsprechend angeben. Das wird auch funktionieren. Dann den Image Cache, den brauchen wir nicht mitsichern, der baut sich im Zweifelsfall wieder auf. Und dann haben wir das Verzeichnis Medien. Unter Medien sind deine Fotos und Videos drin und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Die werden bei dieser Sicherung ebenfalls mit berücksichtigt. Das wird alles runtergebechert. Und hier ist die Datei, die wir brauchen zum Sichern. Das ist die sogenannte Backup Image.sh. Ich habe sie so genannt, wie du sie nennen möchtest, ist eine Sache. Du kannst sie umbenennen, ist klar. Ich habe sie so genannt. So, dann mal wieder zurück zu unserem Safari. Was du jetzt in der Config anpassen musst, darum habe ich das einfach vorher gesetzt, bevor wir jetzt dann zum eigentlichen Skript kommen. In dem Skript muss angepasst werden Source. Das ist jetzt ein Pfad, wie du ihn unter WSL, also Docker Desktop für Windows findest. Unter Linux sind sie ähnlich. Das heißt, MNT steht eigentlich für Mount. Dann hast du ein /d, D ist das Laufwerk, D Doppelpunkt, und dann das Verzeichnis Visual Edit und dann das Verzeichnis Image. Und da möchte ich das Verzeichnis Medien haben. Das kannst du dann auf deiner Festplatte in deinem File Extension und Browser nachvollziehen, wie das Verzeichnis heißt. Also das Medienverzeichnis, das du unter Image verwendest. Destination Base, das ist Zielbasis. Also ich hätte mir was Besseres einfallen lassen können als die komplizierten dummen Namen. Aber ich habe es halt einfach nur mal so gemacht. Da habe ich dann auch wieder mein MMT, D, und dann habe ich unter D direkt ein Laufwerk Backups. Da habe ich auch mein WordPress drin und mein Paperless. Die liegen da drin. Und dann mache ich mir noch ein zusätzliches Verzeichnis zu Paperless und den anderen. Das heißt dann Image. Und die Logdateien werden geschrieben unter der Destination Base, also unter diesem Pfad. Backup Log. Das System ist einfach zu durchschauen. Kannst du dir sehr leicht anpassen. Die Aufbewahrungsdauer der Sicherungen in Tagen. Wir haben also immer 7 Tage vorrätig. Dann wären jetzt hier 30 wöchentliche Backups, also 30 Tage. Also je ein tägliches Backup. Und dann hast du hier die jährlichen, die monatlichen, 365 Tage, ein Jahr, also 300. Ja. Ist, ja, also ich habe es natürlich angepasst. Ich habe gesagt, ich brauche 2 tägliche Sicherungen. Ich sichere nur 2-mal die Woche. Also habe ich mir jetzt zum Beispiel hier eine 2 reingemacht. Dann die Weekly Backups habe ich auf 3 runtergesetzt. Und die monatlichen Backup habe ich auch auf 2 eingestellt. Das reicht, wenn ich 2 monatliche Backups habe. Ja, reicht eigentlich mir. Dann, wie gesagt, ich habe es auf externen Laufwerken, ich habe es und Cloud und so weiter. Von daher gesehen, kann da eigentlich nicht so viel passieren. Also die Sicherung sollte eigentlich immer verfügbar sein. Und wenn die Datenbank einen Fehler hat, dann reicht eigentlich normalerweise auch die letzte Sicherung. So, dann brauchen wir noch Parameter angraben für Postgres SQL für den Container. Das ist dein DB-Containername. Den kannst du im Zweifelsfall mit Docker PS, also Docker leer PS, Enter und anzeigen lassen. Dann listet er alle Container auf, die du hast, und dann brauchst du den
Datenbank-User. In dem Fall heißt der Default Postgres. Also ich habe den jetzt einfach so genannt, da das, glaube ich, vom Setup her standardmäßig auch Postgres ist, dann deckt sich das so ein bisschen. Dann ist das hier nochmal so beschrieben und dann wie die Beispiele-Dateien, wie die heißen. Da siehst du dann auch in den Sicherungen, ob es ein Daily Backup ist, ob es ein Weekly Backup ist oder ob es ein Monthly Backup ist. Das wird ja alles noch einmal schön alles dargestellt. Okay, die Bezeichnungen hier sind jetzt vielleicht auch wieder nicht so rosig. Da bin ich einfach nicht der König. Also ja, da müsst ihr ein bisschen nachsichtig sein. So, schauen wir uns mal die komplette Backup Image SH an. Ne, hier oben ist der eine Bereich, den du konfigurieren musst. Source, Destination Part, das ist das, was ich dir gezeigt habe. Und die Log Destination setzt sich selber dann, wie du deine Sicherungen aufbewahren willst, wie viel sicher. Es hängt natürlich alles auch am Speicherplatz und an deiner Systembelastung. Je nachdem, wie viel Kapazitäten frei hast und wie oft du sichern willst und wie groß deine Library natürlich ist. Also, wenn ich mir vorstelle, die meisten, die ich kenne, haben ihre 15 GB bei Google eigentlich schon mal voll, wenn die mal so, ja, mal so einen Schubs rübernehmen, dass Google wieder halbwegs richtig funktioniert, dann hätten wir schon mal gleich die ersten 5 GB beieinander. Wie gesagt, da musst du dich einfach selber was festlegen, wie du es gern hättest, wie viel das du traust. Kannst du da auch noch ein jährliches Backup dazu basteln. Hast halt immer noch ein Jahr. Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Es ist ein offenes Skript, du kannst es dir anpassen, kein Ding. So, dann haben wir das Setup für unseren Postgres SQL Container, unser DB Container, den wir uns unter Docker leer ps im Terminal nachschauen. Postgres und der Standard Benutzername, der Standard DB-Name, den du normalerweise vergibst bei der Installation der Datenbank, beziehungsweise bei deiner Docker Compose oder wenn du es in Cortana machst, dann ist die Datenbank eigentlich auch mit Imichi initiiert und das müsste eigentlich auch passen. Ansonsten musst du da nochmal ganz kurz in dein Setup von deinem Imichi reinschauen, welchen Tabellennamen, Datenbanknamen du hier einfach vergeben hast. Hier werden Datum, Monat und Dinger zusammengerechnet. Ja, alle Daten bereitgestellt, die wir eigentlich so zum Backup brauchen. Die Daten berechnet, das soll es bereitstellen. Dann werden hier nochmal Pfade festgelegt. Dann kommt hier Logging-Funktionen. Du kriegst also auch ein kleines Log-File. Das wird immer schön brav mitgeschrieben. Das liegt im Backup-Verzeichnis Image. Also in deinem Verzeichnis, wo du backst. In diesem Verzeichnis werden die Logdateien abgelegt. Dann werden die Sicherungen nochmal geprüft. Dann prüfen wir den Docker-Container, bevor wir natürlich abrufen. Dann Zielordner erstellen, falls noch nicht vorhanden. Dann kommt das Datenbank-Backup als allererstes. Das siehst du ja auch, der Containername, da steht alles drin, was wir brauchen. Und das wird gezipt. Das wird als ZIP runtergeladen, damit es ein bisschen kleiner ist, weil die Image-Datenbank ist eigentlich sehr gut komprimierbar, also aus 400 MB kriegst du sie runter auf 40. Da ist also nun wirklich nicht so die Welt. Docker Exe, das ist dann der Befehl, den Container hier, pg dump all user und so weiter. Gut, dann Foto-Backup mit Hardlinks. Hardlinks ist folgendes. Im Prinzip erstellt AirSync jetzt ja eine Sicherung, jedes Mal eine neue Sicherung. Wir haben das mit Hardlink gemacht, das heißt, solange dieses Foto unverändert in einer anderen Sicher existiert, wird das nur auf die andere Sicherung verlinkt und das Foto nicht nochmal neu gesichert. Damit sparen wir extremen Speicherplatz. Wenn die letzte Kopie des Fotos aus der Sicherung gelöscht wird, also die letzte Sicherung gelöscht wird, wo dieses Foto drin war, dann verschwindet auch dieser Hardlink aus deiner Sicherung. Bis dahin wäre das immer wieder herstellbar. Ja, dann kommt AirSync noch einmal hier so weiter, das läuft alles. Dann die Fotogröße und so weiter, da braucht man es eigentlich nicht mit rumschlagen. Aufräumen alter Backups. Die Backups werden also automatisch auch in diesem Ding gepflegt. Das heißt, du musst hier nicht irgendwie nacharbeiten, Archive aktualisieren oder sowas. Das kannst du alles getrost vergessen. Das wird hier alles gemacht. Und hier ist nochmal die Zusammenfassung, die wird auch in die Logdatei reingeschrieben. Und das gehen wir dann auch nochmal gleich durch. So, ein wichtiger Hinweis natürlich noch. Unsere Backup-Image.sh muss natürlich ausführbar gemacht werden. Und das mit chmod leer plus x und dann leer Dateiname dahinter und dann ist sie ausführbar. Sonst startet euch das Skript nicht, weil die Datei nicht ausführbar ist. Okay?
So, dann noch die Einrichtung hier über Crontab. Was wir hier einfügen, es ist also, hier ist jetzt auch in der Vorgabe so drin, Mittwoch und Sonntag, jeweils um 23 Uhr. Kannst du so lassen, kannst du aber auch abändern. Wie du es abänderst, steht jetzt unten nochmal drin, auch die Wochentage. Wenn du das fragst, wo ist jetzt hier Sonntag und Mittwoch angegeben, das ist angegeben in dieser 0,3. Wenn du da eine andere Tageskonstellation haben willst, musst du mal ganz kurz googeln und nachgucken. Also 0 und 3, das ist Sonntag und Mittwoch. Ich glaube, das ist der Tag 0 und der Tag 3. Irgendwie so war das. Ich musste auch immer nachgucken, ich kann es mir auch nicht immer merken. So, dann kannst du hier nochmal deinen Korn testen. Also hier ist der Vorgang noch mal ganz kurz. Ne? Also du gehst Crontab öffnen, Crontab-E. Da kann es jetzt passieren, dass du gefragt wirst, welchen Editor das du benutzen kannst. Vim, Nano und meistens noch ein vierter dabei, den habe ich auch nicht im Kopf. Nimm einfach den Nano, der ist am einfachsten. Und dann fügst du ganz unten einfach diese Zeile hinzu. Die kannst du dir hier mit Copy and Paste natürlich rausnehmen. Den Wert 0,3 anpassen, gegebenenfalls hier noch die Uhrzeit anpassen. Die Werte sind hier noch einmal erklärt. Die Crontab testen und das war's. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz rüber auf unseren anderen Rechner, weil da zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie das ausschaut. Also wie gesagt, die Backup Image liegt direkt neben der Docker Compose. Da kann man sich immer wieder einen Streitfall und immer wieder E-Mails auch um Docker Compose. Ich finde Docker Compose eigentlich besser. Ich kann einen kompletten Block aus dem Netz nehmen. Ich sage einfach Docker Compose down und dann wird das komplett entladen. Es verschwindet komplett aus Docker. Und dann kann ich mir aus einem anderen Verzeichnis dasselbe Projekt, aber mit anderen Container-Versionen hochfahren und damit testen, ob mir das Ding läuft. Und das kann ich sehr einfach machen. Ich kann natürlich auch hergehen und setze in der Docker Compose oder im Portainer natürlich einen Container als Remark und dann wird der nicht beachtet und setze einen anderen Container drunter. Das kann ich auch machen. Aber oft hängen halt auch Datenbanken mit dran, wo du die Datenbankstruktur hast und dann die Datenbank nicht killen willst, die Originale, weil wenn du sie updatest auf eine neuere Version, hast du Probleme beim Downgrade. Also bevorzuge ich einfach Docker Compose, aber das ist eine Ansichtssache. Gut, schauen wir uns mal das Backup-Verzeichnis an. Wir gehen mal kurz hier rüber. Dann habe ich hier meine Backups. Und das, was ich gesagt habe, hier habe ich jetzt mein Michi-Backup, mein Paperless-Backup und mein WordPress-Backup zum Beispiel. Jetzt sind wir mal in Michi, dann brauchen wir ja. Dann habe ich jetzt 2 Daily-Sicherungen, weil 2 habe ich ausgeführt, ist klar. Und dann habe ich hier auch entsprechend die Log-Datei dazu. Ne? Das war jetzt die letzte Sicherung, vorher habe ich sie gelöscht, weil ich sie eben ausprobieren wollte. Und da siehst du jetzt auch, ich habe das hier eingestellt, ich habe gesagt 2 Tage, 2 Tage, 2 Tage. Ne? Also, ich habe mich einfach gern. Wie du das einstellst, wie gesagt, ist deine Geschichte, deine Variante, musst du wissen, wie du es haben möchtest, was für dich sinnvoll ist. Und das ist jetzt ein Backup-Verzeichnis, da ist jetzt der im Michi drin. Da gibt es den Ordner Database. Da haben wir unsere SQL-Datenbank. Das siehst, ich kann die auch top aufrufen, ist gar kein Ding. Kannst also jederzeit kontrollieren, ist in der Sicherung das Zeug drin, was ich haben will. Oder hey, ist mein Fotoverzeichnis leer, ist meine Datenbank auf 0 Bytes. Wäre theoretisch alles möglich. Ne? Ich habe ja zum Beispiel auch 0 Bytes drin stehen, weil die Michi SQL-Datenbank ist nicht groß. Darf man nicht unterschätzen, kann also durchaus mit 0 drinstehen, aber reingucken, ob was drin steht, schadet nie. Backups solltest du immer sehr kontrollieren, schließlich bist du davon abhängig, was du an Daten wiederherstellen kannst, wenn es knallt. So, das ist unser Medienverzeichnis, da wären jetzt nochmal Backups von der Datenbank drin, wenn man unter Image natürlich eine eigene interne Sicherung nochmal konfiguriert hat. Würden sich dann finden, dann sind ja die Encoded Dings, Libraries, Profiles, Tumblrings, also die Vorschaus, und die abgeloadeten Dateien. Na, das wird alles mitgesichert in dieser Phase der Sicherung und deshalb ist sie auch gut. Habe ich auch echt gemacht. So, das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Sollte dir das Video gefallen haben und weitergeholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, dann hast du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich die Videos für euch natürlich in meiner privaten Freizeit und wenn du das gut findest, was ich hier tue und das unterstützen möchtest, findest du Spendenlinks am Ende der Videobeschreibung und natürlich auf meiner Homepage. Den Blogartikel zu diesem Video verlinke ich natürlich auch nochmal auf meiner Homepage. Dort kannst du das komplette Skript dann auch rauskopieren.
Solltest du ansonsten Probleme haben bei der Umsetzung des ganzen Sicherungssystems, generell Probleme mit deinem Notebook, mit deinem Einzelplatz, mit deinen PCs, mit deinem Server, mit deinem Netzwerk oder sonstigen EDV-technischen Dingen haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter Remoter-Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.